Hi, this is your project management cowboy coming to you with our next podcast. Now, don't be confused because we're going to go to simultaneous translation. We're changing to German. Also jetzt nochmal auf Deutsch. Hallo, hier ist euer Projektmanagement Cowboy mit dem ersten Podcast in Deutsch. Ich habe heute die ganz besondere Ehre und Freude, 2 zusätzliche Projektmanagement Cowboys bei mir einzuladen und mit ihnen ein Gespräch zu führen. Das ist der Walter Kosak und der Franz Sobotka. Hallo. Ich wäre fast verleitet zu sagen, uralte Freunde und Bekannte von mir, aber wir wollen nicht unbedingt gleich sagen, wie viele Jahre das sind. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie ich die Einleitung hier mache. Ich bin etwas gerührt, dass ich euch beide bei mir habe. Es ist eine ganz besondere Ehre für mich, weil ich das Projektmanagement, wozu ich zertifiziert bin, also nach diesem wunderschönen Standard hier, ich habe den mitgebracht, dass man den mal als Augenschmaus hernehmen kann. Mittlerweile über 1000 Seiten. Ja. Alles das, ganz schön gewachsen. Alles das habe ich von euch 2 gelernt. Also jetzt nicht Seite für Seite, Text für Text, vielleicht auch nicht so dogmatisch in Bullet Points aufgelistet, aber alles, was ich hier drin gelesen habe, habe ich bei euch in der Wirklichkeit auch gesehen. Hat mir auch so ein bisschen den Glauben an die Sache im Ursprung überhaupt einmal gegeben, dass ich sage, das ist echt, das steht nicht nur auf Papier, sondern das gibt es auch in Wirklichkeit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, in meiner Laufbahn war das eher so, dass ich in zukünftigen Projekten das oft vermisst habe. Ja? Und mich auch sehr oft an unsere Zeit erinnert habe, gerne auch zurückerinnert habe, wo ich gesagt habe, ich weiß, das geht tatsächlich. Ja? Und über ein paar dieser Sachen möchte ich reden. Also was ist der Sinn und Zweck des Podcasts? Sinn und Zweck des Podcasts ist, dass ein paar Projekt-Cowboys zusammenkommen und sich einmal ganz hemdsärmlich, ehrlich und unverdrossen über das Thema Projektmanagement auseinandersetzen und auch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und vielleicht auch uns ein bisschen austauschen darüber, wie es jetzt möglicherweise ist, ob es wirklich so anders ist. Fragezeichen. Ja, ob wir alten Hasen noch immer was wissen, was die Neuen noch lernen müssen. So, das ist so quasi der Sinn des Podcasts. Ich habe schon ein bisschen eingeläutet, woher wir uns kennen, aber vielleicht einmal ganz konkret, woher kennen wir uns? Von der Bank. Also wir haben 93 war das, haben wir uns also beim Core-Projekt also getroffen. Liebe Grüße an alle früheren Core-Mitarbeiter. Ja, genau. Bank Austria. Keine Werbung für. Ich mache immer als Scherz, dass wir dann hier drüber über die Brust dann den Sponsor drüber machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, also das war eigentlich Kreditanstalt. Ja, das habe ich jetzt gewartet, dass das kommt. Eigentlich war es noch Kreditanstalt. War es noch Kreditanstalt vor der Übernahme. Genau. Und am Ende des Projektes war dieses Core, das wir gemeinsam gemacht haben, ein maßgeblich bestimmender Grund, dass die Systeme der Kreditanstalt bei der Übernahme durch die Bank Austria eben zu den Konzernsystemen geworden sind. Also mit anderen Worten, ein hochstrategisches Projekt? Ein hochstrategisches Projekt, ja. Mit absolutem Zugang zum obersten Management? Mit absolutem Zugang zum obersten Management, das sich nicht wirklich dafür interessiert hat. Ja, das freut mich schon, diese Diskussion. Völlig überzeugt war, dass das schon gut gehen wird. Ja. Und dann, je näher die Fusion mit der Bank Austria gekommen ist, umso nervöser sind sie geworden. Und umso intensiver haben sie nachgefragt, ob denn alles gut gehen wird. Weil wir haben bei der Projektfertigstellung ein bisschen nicht so wirklich die Wahrheit gesprochen. Also offiziell gegenüber der Bank Austria waren wir schon fertig, was nicht der Realität entsprochen hat. Man sagt ja immer, dass man 90% während des Projektes zu 90% fertig ist und in den letzten 10% des Projektes noch ein bisschen wurschtelt, oder? Genau, Ja. genau. Die doppelt so lange dauern. Wir werden aber in diese Details noch hineinkommen. Wir haben vorher, das ist lustig, wir haben vorher schon eine Diskussion geführt, weil ich gesagt habe, können wir ein paar Eckdaten. Du hast in FTEs, das ist das neue Bingo-Wort für Aufwand, ja,
Hast du gesagt, wie viele Personentage waren es ungefähr? Also 200 Personenjahre war die Also Schätzung. ganz klein. Ja. Grob geschätzt, hast du gesagt, sollen wir es in Zahlen münzen? Es waren um die 190 Millionen Schilling. Ja. Viele werden jetzt sich fragen, was zum Teufel ist ein Schilling. Mit dem jetzigen Wechselkurs kann das ungefähr dasselbe wie Euro. Das ist ein Scherz, aber nicht so weit hergeholt, der Scherz. Absolut, ja. Gut, das heißt, wir kennen uns. Das heißt, was war deine Funktion bei Core? Ich war der Projektleiter von Core. Und ja, also. Der Kapitän des Schiffs. Der Kapitän des Schiffs. Ja. Und wie viele Mitarbeiter hast du in deinem in deinem Projektkreis gehabt? Also ich glaube, in der Spitze haben wir um die 80, 90 Mitarbeiter gehabt. Ja, Du weißt das genauer. Genau. Und in unserer Mitte sitzt unser guter Geist. Franz, Genau. was war deine Funktion bei Core? Na, ich war die rechte und linke Hand vom Walter. Das heißt, wir haben eigentlich das Project Office eingeführt. Und hat auch in der Bank niemand gekannt. Ja, das wissen heutzutage viele Leute nicht, was zum Teufel ein Project Office ist. Genau. Heute sagt man im Project Management. Das stimmt nicht ganz, aber man nennt es so. Ja. Okay. Gut. Also im Projektteam haben sie ihn ein bisschen despektierlich den Eventmanager genannt. Genau, Das war er auch. Das war er auch im positiven Sinne. Ja. Das Mädchen und der Junge für alles. Naja, ich habe für eben gute Laune im Team gesorgt. Ne? Ja. Und ich habe das Glück, damals frisch gebacken von einem externen Anbieter in euer Projekt hineinbefördert zu werden. Lustigerweise, ich kann mich noch an das Bewerbungsgespräch erinnern. Du hast, glaube ich, 8 andere Leute neben mir von derselben Firma anschauen dürfen. Und ich habe mir gedacht, den Job kriege ich das sicher nicht. Ja? Weil die haben alle so Titel gehabt, also es waren Physiker dabei und IT-Leute und alle haben so total imposante Lebensläufe gehabt und ich habe so einen klassischen Hansdampf in allen Gassen Management-Background gehabt, Sales und Marketing und was weiß ich noch alles. Und du hast mich ausgewählt, was mich sehr geehrt hat, mich auch total verwundert hat. Und ich war so quasi, wenn du die rechte und die linke Hand von ihm warst, war ich deine quasi dritte, vierte, rechte Hand im Project Office. Also das ist unser Background. Wir haben auch noch eine andere Vergangenheit. Ich bin sehr stolz für alle, die PMI Chapter Austria Mitglieder sind. Wenn ihr wissen wollt, welche Wand, es gibt ja Mount Rushmore gibt es ja in Amerika, ja? Kennst du das mit den 4 großen Präsidenten? Also wenn man für Österreich, für die Gründer von PMI Chapter Austria eine Mount Rushmore machen möchte, müssten unsere 3 Gesichter drauf sein. Ja? Ja, am Kahlenberg. Weil ich in der Zusammenarbeit mit euch damals, mit eurer wirklich großzügigen Unterstützung und Beratung, auch damals das PMI Chapter Österreich aufgebaut habe. Das ist so ein bisschen unser Background. Gut, das ist so ein bisschen die Vergangenheit. Wir werden nochmal da ein bisschen auf die Details eingehen. Wir haben so eine Grundstruktur bei unserem Podcast, dass wir mal die Basis setzen und dann so ein bisschen ins Detail. Walter, fangen wir nochmal bei dir an. Viele der Leute, die jetzt zuhören, sind schon hartgesottene Projektmanager, ein paar wollen es werden. Ja? Ich kann mich erinnern im Vorgespräch, als wir darüber gesprochen haben, ob ihr mit mir den Podcast macht, hast du in klassischer, für mich wirklich ehrenvoller Projektmanagement-Manier gesagt, was willst du mit mir reden? Also ich rede gerne mit dir, aber was wollen die Zuhörer von einem wie mir hören? Und ich habe gesagt, vieles, denn viele der Leute, die uns heute zuhören, wollen gerne die Karriere machen, die ihr gemacht habt, oder besser gesagt, von euch lernen. Ja, damit sie auch ihre Karriere ausbauen. Und bevor wir in die Details vom Projekt gehen und was wir da alles gelernt und nicht gelernt haben, vielleicht ein bisschen mal zu deinem Background. Erzählst du uns ein bisschen, was deine Vorgeschichte ist, damit man sich einmal ein Bild macht, und dann gehen wir mal darauf ein, wie du überhaupt zum Projektmanager gekommen bist. Also das wäre ein Podcast für sich, diese Geschichte zu erzählen. Das wären 3 Podcasts, wann ich beginne. Genau. Ich habe mal in meinem späteren Leben nach Core, habe ich auch mal meinen beruflichen Werdegang für die damals bestimmende Bank, die UniCredit, geschrieben, weil ich mich damals für einen Job in der Steuerabteilung beworben habe.
Steuerabteilung. Ein Projekt in der Steuerabteilung halt. Und das hat, glaube ich, auch Wochen gedauert, bis ich geschrieben habe. Der war wirklich kompliziert, aber kurz zusammengefasst. Wie dieses Core-Projekt begonnen hat, war ich kurz davor Teamleiter in der Kreditanstalt für das Kreditgeschäft. Und wie das Core-Projekt geendet hat, war ich dann Abteilungsleiter irgendeiner Softwareentwicklungsfirma, weil wir dann schon übernommen waren und schon in eine eigene Firma in die DSI damals ausgegliedert waren und dort völlig neue Strukturen erfunden worden sind. Ich würde sogar noch früher beginnen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Hast du Banklehre gemacht oder studiert? Also ich habe bildungsmäßig Matura abgeschlossen, habe dann Informatik studiert an der Technischen Universität in Wien, habe das nicht abgeschlossen, weil das eigentlich, also die Professoren, die dort unterrichtet haben, haben von Informatik sowieso nichts gewusst. Die Praxis war wieder mal dem Studium voraus, genau. Wie es heutzutage auch manchmal so ist. Ja, man hat also die Elektroniker damals requiriert, um diesen Informatik-Lehrstuhl aufzubauen. Was war denn der Stand der Dinge? Also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber was war denn der Stand der Dinge der IT damals, als du auf der TU warst? Naja, der Stand der Dinge, also die haben irgendwelche Maschinen gehabt, mit der sie Lochkarten gelocht haben und irgendwelche für ein paar von euch, wenn es zum Teufel sind Lochkarten. Ja. Das ist der aller Beginn, fast der ganz Anfang vom Projektmanagement, oder vom Software. Ja. Und ich habe dann anschließend an das Studium einen Programmiererkurs gemacht. Da gab es einen externen Anbieter, dessen Geschäftsmodell war, eben die Leute an die Banken und an die Versicherungen zu vermitteln. Welche Sprache war das damals? Das war Assembler. Okay, Assembler, ja. Und dann wurde ich eben an die Kreditanstalt vermittelt, bin dort in die Programmierung gekommen und habe dann mal als Programmierer einige Systemteile entwickelt und war dann schon mitten in Projekte eingebunden, weil die ganze Organisation dort hat projektmäßig funktioniert, ohne sich Projekt zu nennen. Interessant. Also, das heißt, alles, was irgendwie auf dem Tablett war neu. Und deshalb auch gleich ein Projekt. Eigentlich, wir haben das auch im Vorfeld besprochen, eigentlich heutzutage fast nicht mehr auszudenken. Man könnte sich das höchstens bei einem großen Startup-Unternehmen wie Spotify am Anfang vielleicht überlegen, dass das so war. Aber das ist ja wirklich so eine richtige Startup-Stimmung gewesen damals, oder? Absolut, ja. Also ich glaube, wir waren im gesamten Organisations-IT-Bereich waren wir 30 Personen. Frage, wo habt ihr denn das Wissen um Projektmanagement gehabt? Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt mit Erstaunen gelesen, dass die Wurzeln des Projektmanagements aus Amerika... Was ein Spannend ist, aber die Amerikaner, wir kolportieren das gerne. Also von der US Army. Ja, vom klassischen Atomprojekt, vom Manhattan-Projekt. Ja. Obwohl, seien wir uns doch ehrlich, die Ägypter haben schon Projektmanagement gemacht. Aber wir Amerikaner haben es neu erfunden. Ja, gut. Und das heißt, aber das war ja noch lang nach dem Manhattan-Projekt. Also ihr habt fast nur in Projekten gearbeitet, zum Teil auch in Multiprojekten oder in Programmen. Ja? Wie habt ihr das gesteuert? Wie habt ihr das gemeistert? Na, durch Kommunikation. Also wir haben einfach miteinander geredet und haben miteinander gemeinsam die Probleme gelöst. Ja. Und ich habe dann was Komisches getan, als ich kurz davor gestanden bin, das Core-Projekt zu übernehmen. Ich habe um eine Projektmanagement-Ausbildung angesucht. Na, warte mal, jetzt das dürfen wir nicht durchgehen. Das heißt, wie lange warst du schon bei der Kreditanstalt, bis du Core-Projektleiter geworden bist? Also, ich bin 73 eingetreten und eingerückt und muss so 94 gewesen sein. Also doch, schon sehr lang. Ja, schon sehr lang. Und ich habe schon einige Projekte gemacht auch.
aber eben als Mitarbeiter in diesem Projekt. Das heißt, du bist wirklich, so wie das früher war, viele moderne Projektmanager wissen, ihr habt schon das Glück gehabt, dass ihr schon, was weiß ich, zum Teil hören sie es ja schon im Gymnasium Projektmanagement, zum Teil hören sie es schon auf der Uni, verstehen es zwar nicht, aber du bist, so wie das früher war, ein klassischer Autodidakt. Ja? Völlig. Ja, und das heißt, du hast dann für irgendwann einmal im 94er Jahr um eine größere Aufgabe gebeten. Das ging dann in Richtung Core? Eigentlich nicht, sondern es war damals so, dass die Führungskräfte der Organisation und der IT sozusagen die Lücken in der Systemlandschaft identifiziert haben und dafür Projekte gestartet haben. Ja. Und da war ich schon davor in Projekten tätig, auch in einem Kooperationsprojekt mit den 3 Banken, was eine Katastrophe geworden ist, weil damit der Vorstand eine Übernahmefantasie verbunden hat, die natürlich ein Package war. Also nochmal, vielleicht um das zusammenzufassen, ich glaube eine Quintessenz, was man daraus lernen kann, Projektmanagement, alles was man macht, so schön auf Wienerisch, ist ein Projekt. Ja. Alles, wie man es macht, ist Projektmanagement. Ja. Und nur solange es gut geht, dann braucht man keinen Standard oder keine Schulung. Ja? Gut. Na, ganz im Gegenteil. Also es gab eine Ausbildungsabteilung, an die musste man sich wenden, weil ich ja noch das Projektbudget nicht hatte. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwann einmal, als du dann Core bekommen hast oder vorher um eine Ausbildung gebeten? Vorher. Okay. Und hast du eine gekriegt? Nein, also ich bin da völlig... Welcher Projektmanager von einem Multimillionen-Euro-Projekt braucht eine Ausbildung, oder? Ja, die sind mir völlig verständnislos gegenübergetreten und haben gemeint, ich könnte doch selber Projektmanagement unterrichten. Du könntest ja unterrichten, ja. Was eigentlich stimmt, aber das ist auch interessant zu wissen. Ja? Gut, das heißt, du bist dann... Wie hat man dich dann von allen Optionen zum Core-Projektleiter ausgesucht? Na, ich habe mit einem Kollegen gemeinsam haben wir eine Banksystemarchitektur entwickelt. Und zwar waren viele Systeme schon, die haben eine Sanierungsnotwendigkeit in sich getragen. Ja. Also es war ein völliges Durcheinander von Schlüsselbegriffen und von Dateien und wir haben dann eben ein Unternehmensdatenmodell entwickelt und haben die Verantwortung für die Teile der Realisierung dieses Unternehmensdatenmodells, den Kunden, das Produkt, die Konditionen, das Geschäft und unter anderem das Kontokorrentgeschäft dann an Projektleiter vergeben. Ja. Und ich habe also in diesem Core-Projekt habe ich dann das Produkt geerbt, die Konditionen geerbt, das Geschäft Kontokorrent geerbt. Darf ich dir ein paar Schnellfragen stellen? Ja. Waren die Teams in euren Projekten klein? Also nicht von Core, jetzt aber von den Vorprojekten. Okay. So 7 bis 8 bis 9 Leute. Ja, es waren größere Teams auch. Ja. Sind die am selben Ort gesessen? Meistens nicht. Okay. Habt ihr einen Zeitplan oder Meilensteinplan gehabt zur Umsetzung? Wie habt ihr die? Meistens nicht. Also diese War-Room-Konzepte, das haben wir erst eingeführt mit Core, dass wir an einem Ort... Das heißt aber, alle diese Vorprojekte, egal ob klein, mittel oder groß, haben eigentlich zu deiner Ausbildung geführt. Und der Grund, warum ich diese Fragen gestellt habe, weil ich vermute, vielleicht nicht in diesen klassischen Merkmalen, die ich dir jetzt gestellt habe, dass der Ursprung deiner Projekttätigkeit eigentlich klassisch agil ist. Ja. Ja? Und im herkömmlichen Sinn, ich nenne das anarchische Agilität. Das heißt, und das ist ja was agil so toll macht, ist diese Fähigkeit auch in den komplexesten Situationen, dass man sich auf die vertraut, die sich auskennen. Das habe ich so das Gefühl, das obere Management hat gesagt, wir kennen uns nicht aus, macht's, ja, lasst uns aus dem Kraut, macht's einfach. Und ihr habt euch selbst organisiert, selbst zusammen und das, was du gesagt hast, regelmäßig kommuniziert, zum Teil auch auf informeller Basis und habt das Unmögliche möglich gemacht. Für mich ein klassisches agiles Umfeld, schon lang bevor der Begriff agil überhaupt in aller Munde war. Interessant.
Gut, wir kommen dann nochmal auf die eigentlichen Erfahrungen aus Core zurück und dann auch deine späte Karriere. Franz, der Franz hat mitgebracht Notizen. Wir könnten es einfach in die Kamera halten, wenn wir es nicht so machen. Wir kennen und lieben dich. Du bist ein Hans Dampf in allen Gassen, im positiven Sinne. Was ist deine Vergangenheit? Erzähl ein bisschen. Ja, einmal danke, dass ich bei dir, bei euch sein darf und so. Ja, begonnen hat es mit Ausbildung Volkshauptschule. Ja. Und wir sind, Sobotka sagte schon, also eine Schuhmacherfamilie gewesen. Das heißt, ich wurde zur Ausbildung. Der Name sagt er schon? Naja, Sobotka, das ist eine tschechische. Heißt Schuhmacher? Nein, so. Samstag. Ach so, Samstag, okay. Entschuldigung. Das war nur der tschechische Part. Okay. Also, ja, und Ausbildung zum Schuhmacher, dann Maturaschule, Abendschule Roland. Ja, und dann versucht. Aber nicht Maturaschule Roland Garres, sondern. Nein, Dr. Roland. Dr. Roland, ja, ist auch ein genau, Doktor, ja. Genau. Ja, und dann zu diesem Zeitpunkt, also wo ich die Ausbildung beendet habe zum Schuhmacher, war bei meinem Onkel nichts mehr zum Verdienen, weil so wie jetzt die Schuhe, auch Billigschuhe, um 10 € kriegt man Schuhe und solche. Und das war damals auch, also Reparatur oder Maßschuhe konnte sich in den 60er Jahren also dann keiner leisten. Und dann bin ich gewechselt und bin natürlich ins allgemeine Krankenhaus, die zweite Chirurgie, bin dort Operationsgehilfe geworden. Heute sagt man OP-Assistent dazu. Ja. Und nicht als später dann der PO. Weil du so gut nähen konntest. Ja, genau. Ja, so ist das ja. Ja, und dann auch zu diesem Zeitpunkt habe ich dann nachgewechselt, ist dann die EDV aufgekommen, haben Annoncen gehabt, dass eben, was mir getaugt hat, früher, so wie jetzt Sudoku in den Zeitungen waren diese Folgesachen. Und da hat die bei den Feitscher Magnesitwerken einen Aufnahmetest gegeben mit 40, 50 diese Folge. Das sind so klassische IQ-Tests, die man verwendet. Genau, ja, genau. Ja. Und wenn man das gut kann, dann. Richtig. Also man hat bei dir festgestellt, Volksschule hin oder her, Lehre hin oder her, dass eigentlich viel mehr nicht, dass das sind total tolle Jobs und man braucht viel Intelligenz auch für die, aber dass du auch für theoretisch Höheres berufen wärst. Genau. Gut. Und dort ist dann losgegangen, also in Programmieren, also Assembler. Auch Assembler. Assembler, Ja. Klar, die Ursprung war. Er hat mich, als ich IBM 360. als ich mit dir zusammengearbeitet habe, hat man immer ganz lustig erzählt von den Stechkarten. Ich so, ja, Großvater, erzähl mal. Naja, Assembler kennt ja fast keiner Ja. mehr. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und witzigerweise war im Core, das alte Kontokorrenzsystem, gab es noch Assembler-Programme. Ja. Und keiner hat die angegriffen. Also never change your running system. Ja. Das ist klar. Ja, und dann eben war ich auch dann EDV-Leiter bei Pioneer Southern und war auch in Amerika einen Monat, also in Iowa, in Des Moines, also ein Pudelland von Gesundheit. Ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Okay. Also eben habe dann eine eigene Warenwirtschaft, weil ich geglaubt habe, alle müssen meine Warenwirtschaft nehmen, weil wer Microsoft nimmt oder nimmt Word. Und Warst du der Vorspann zu SAP, oder? Ja, genau so. Ja. Und haben wir gedacht, die sind halt, und jetzt, nein, war nicht so. Ja, und dann gab es halt eben die Anfrage von einer fremden Firma, also kann man die nennen eigentlich? Nein, die zahlen nichts. Außerdem gibt es die noch? Ich denke. Ja, vier Buchstaben waren hinten früher auf dem Bus drauf. Genau. Ja, genau. Ja. Genau. Und wurde ich dann zuerst vermittelt zur Bank Austria und dort habe ich den. Warst du damals, weil ich war ja auch bei der Firma, so bin ich auch zur Kreditanstalt Bank Austria. Genau. Warst du damals, gab es dann schon bei diesem Unternehmen dieses Competence Center für Projektmanagement oder kam das später? Nicht. Das Also du warst schon bei Core, als das passiert ist. Ich war noch in einer Abteilung, die hat man damals gegründet. Wir haben so Competence Centers gehabt, Competence Center für Prozessmanagement, Competence Center für bestimmte Programmierarten. Und dann haben wir ein Kompetenzcenter für Projektmanagement. Übrigens, das ist, bevor ich zu euch gekommen bin, ich hatte schon ungefähr
7 Jahre Projektmanagement-Erfahrung, aber auch als Autodidakt. Ja? Und bei dieser Firma habe ich das erste Mal eine Schulung mitmachen dürfen, 2 Wochen lang. Okay. Ja, bevor ich deshalb war ich so imposant im Vorgespräch. Nein, das ist nur ein Scherz. Aber bei Pioneer war ich im EDV-Leiter und da hat ihm, das waren auf Digitalanlagen, Digital, und dort gab es eben das erstmalig ein System, wo man Prozess darstellen kann. Ja, du warst auch immer ein Experte für Prozessmanagement, genau, kann mich erinnern. Ja, genau. Du hast ja auch damals bei der SAP-Akademie auch unterrichtet, kann mich erinnern. Genau. Ja. Und Batman habe ich ja eben komplett... Batman war ein Projekt bei Bank Austria, war die Zusammenlegung der Terminals von Länderbank und Bank Austria. Und da wurden dann auf einheitliche PCs umgestellt. Jetzt muss ich mal kurz fragen, wenn man dir zuhört, ich glaube, jeder Personalist wird sich denken, ich bin ganz wir. Was erzählt der? Schuster, Pioneer, Saaten, was war da noch? Lauter unterschiedliche Firmen. Ja, genau. Die müssten ja massiv verwirrt sein und sagen, was kann so einer? Und wie kommt er zum Projektmanagement? Und vielleicht kann ich da den Walter kurz einspannen. Ja? Wie bist du zum Franz gekommen? Du hast ihn ja auch auswählen dürfen, oder? Ja. Genau. Was waren so die Qualitäten, die sind ja schnell zu sehen, wenn man weiß, wo man hinschaut. Was hat dich bei diesem Lebenslauf so gepackt, dass du gesagt hast, den brauche ich als rechte, linke Hand? Ist man nicht mehr so in Erinnerung. Ja. Aber war es die EDV-Background? Ich meine, ich muss hier gleich vorneweg sagen, ich glaube, das kannst du bestätigen, der Walter ist von all den wirklich tollen Projektmanagern, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, einer der tollsten, aber auch einer der bescheidensten. Ja? Also, dass er sich zu Wort meldet. Du hast ja früher auch noch so einen Walross-Schnurrbart gehabt, kannst du dich noch erinnern? Ja. Hinter dem hat er sich dann immer gerne versteckt. Der Walter hat immer mit Stille seine Stärke dargezeigt. Aber wie gesagt, nochmal auf die Frage zurück, was war es so am Franz? War es die EDV-Background? Hast du irgendwas in ihm gesehen? Was die Fähigkeit, auf unterschiedlichen Ebenen zu denken? Was war so, du wolltest dich gerade zu Wort meinen, du kannst dich erinnern, wie du ihn beglückt hast. Das waren die Vorzeiten in der Bank Austria. Das heißt, du warst schon vorher dort, bevor du zum Walter gekommen bist? In Bank Austria, wo ich den Batman mitkoordiniert habe, das Ausrollen. Das war das Rollout, also von den PCs und Schulungen und so weiter. Ja. Okay. Und das war möglicherweise also der Aufhänger oder mein Entree zum Walter. Ich habe eine andere Geschichte. Jetzt wollen wir die andere Geschichte. Ja, okay. Jetzt kommt die X-Version. Ja. Also das war, glaube ich, der Grundauslöser war, es war eine Vorstellungsrunde dieser 4-Buchstaben-Firma, die eben mehrere Leute, glaube ich, damals vorgestellt hat. Und wir haben davor, hatten wir einen Project Office-Mitarbeiter von der IBM und der hat nicht performt. Du hast es schön gesagt. In Englisch. Genau, von dem haben wir uns dann getrennt und dann gab es diese Vorstellungsrunde. Darf ich nur kurz einleiten? Ja. Es ist interessant, weil dieser Standard, von dem ich hier rede, ist ja von PMI, Project Management Institute, ein tolles Unternehmen, Dachverband für Projektmanagement. IBM ist ja schon seit Jahrzehnten, arbeitet nach dem Konzept. Also ich nehme sehr stark an, dass dieser Project Office Manager sogar zertifiziert war und sich mit dem Standard ausgekannt hat. Ja. Und ich möchte jetzt nicht auf ihn herumreiten oder sagen, dass er nicht... Ich glaube, manchmal ist es einfach nur eine Frage, ob es der richtige Person am richtigen Ort ist. Ja? Aber ich möchte es trotzdem unterstreichen, weil warst du damals zertifiziert? Nein. Nein? Mhm. Hast du jemals das Buch hier vorher gelesen? Nein. Ich möchte es nur erwähnen, für alle Autodidakten, die draußen, die einen leichten Komplex haben, dass sie sagen, ich bin nicht zertifiziert oder ich bin nicht geschult. Mit ein bisschen Grips geht es auch. Ja? Und ganz noch wichtiger, vielleicht auch mit Lebenserfahrung. Im Gegenteil, ich glaube also, dass dieses Buch, dieses theoretische Werk nicht hilfreich ist. Überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Jetzt muss ich gekränkt reinschauen. Warum denkst du das? Na, es ist als ergänzendes Wissen, also diese Strukturen zu kennen,
ist schon in Ordnung. Aber wenn man jetzt versucht, das Projekt nach diesen Strukturen zu gestalten, dann wird das viel zu komplex. Und man blickt an den wahren Herausforderungen des Projektmanagements leicht vorbei. Also nicht leicht vorbei, nicht wenig vorbei, sondern man wird dazu verführt, sich auf die Komplexität dieses Standardwerks einzulassen. Ich glaube, ich verstehe, was du sagst. Darf ich einen Übersetzungsversuch? Und du kannst mal sagen, ob ich daneben liege. Ja. Ich habe jetzt unlängst ein interessantes Zitat gelesen über, das war ein Wissenschaftler zum Thema Bewusstseinsforschung. Ja? Und da hat ein Bewusstseinsforscher gesagt, auf Englisch, wir wachsen alle in unserem Leben. Durch Alter, durch Erfahrung wachsen wir auch an, zum Teil Zertifizierungen und Ausbildungen. Wir wachsen. Aber das heißt nicht, dass wir erwachen. Ja, auf Englisch sagt er, growing up is not waking up. Ja? Und das ist das, was ich auch immer sage. Ich bin da vielleicht ein bisschen, wird es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, dass solche Zertifizierungen eine schnelle Einweihe sein können in das Vokabular und ein Grunddenken, damit man die Lernkurve schnell anstartet. Aber was es nicht ersetzt, ist der intelligente Einsatz, das Mitdenken. Also wenn mich Leute fragen, was ist der wesentliche Unterschied zwischen in dieser Matrix-Organisation, von der wir immer reden, ein Teil, der dominante Teil der Matrix-Organisation ist ja die Linie, da ist man auf Autopilot. Ja? Da gibt es Prozesse für alles. Da muss man nicht nachdenken. Ich gebe ein banales Beispiel, komme ich in eine Bank und will ein Konto eröffnen, wird dich kein Bankangestellter in einen hinteren Raum bitten, wo 5 Leute mit Clownnase stehen und Post-its und sagen, wir machen jetzt Brainstorming, wie wir dein Konto eröffnen. Wenn du sagst, du bist angerannt. Also dieser Ansatz braucht man nicht. Das ist ein Automatismus, man weiß, was man macht, man ist effizient und effektiv. Im Projektmanagement der wesentliche Unterschied ist, dass es das, was du auch von deinem Ursprung erzählt hast, Chaos. Ja. Die Abwesenheit von Ordnung. Ja. Und was ist, wenn Projekte Chaos sind? Was ist Projektmanagement? Die Ordnung von Chaos. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich so ein Buch brauche. Es kann helfen. Ja? Aber wenn ich es nur wenn ich glaube, das ist jetzt so wie eine Salbe, die ich drauf schmiere. Ja? Ich mache jetzt Bullet Point 1, 2, 3 und denke, oder sprich ein Zauberwort, Project Charter. Und dann kann ich's. Und dann kann ich's. Ja. Nein, also was viele Leute nicht verstehen, ich finde diese Standards und Zertifizierung, ich habe auch viele davon, wertvoll und ich zertifiziere auch Leute, ich muss das noch kurz vorher sagen, aber ich sage ihnen allen, hey, das ist eine gute Vorbereitung, das ist eine gute Vorstufe, es ist die Vorweihe, aber die Prüfung kommt erst. Also die PMP-Prüfung ist nicht die Prüfung. Die Prüfung ist, was danach kommt. Kann ich es umsetzen? Ja? Und das ist, was ich auch im Vorspann angesprochen habe. Das ist, was mich bei dir immer so fasziniert hat. Bei dir habe ich nie eine Zertifizierung gesagt, aber vieles das widerspricht sich jetzt auch ein bisschen. Was du gesagt hast, wir haben das eigentlich nicht gemacht, das stimmt nicht. Weil ich so auswendig kenne, ich habe alles das gemacht. Ja. Okay. Nur für dich war es schon, du hast es aus der Praxis gelernt, war es irgendwie für selbstverständlich. Und ich glaube, was vielleicht für Zuhörer interessant ist, die müssen vielleicht nicht alle denselben Kanosterweg gehen, um wirklich von Null zu beginnen. Ich glaube, was man hier sagen kann, eine Ausbildung oder Zertifizierung bringt dann vielleicht auf Stufe 1, 2 von 10 Stufen, aber die nächsten 8 Stufen muss man noch immer gehen. Wobei ich ja auch sagen möchte, Entschuldigung, dass ich hier zu viel rede, aber meine Erfahrung ist, dass auch viele PMPs, die geschult werden, sich dann nicht trauen, das umzusetzen. Auf das Tun kommt es. Ja, genau. Denn also man weiß, was ein Marathonläufer ist, aber ein Marathonläufer ist man, wenn man läuft und nicht, wenn man darüber redet. Ja. Und sich Schuhe zu Hause im Schrank stehen hat. Und noch ein Plakat, das sagt, ich bin ein geschulter Läufer. Also ich persönlich habe das meiste aus den Fehlern anderer gelernt. Durch Beobachten anderer Projekte, von denen viele gescheitert sind. Und das kann dir fast keine Schule beibringen. Das kann dir keine Schule beibringen. Ja. Weil das ist auch aufs Unternehmen zugeschnitten, dieses Wissen, das man. Das ist nochmal ein Thema, was serviert. viele Leute nicht verstehen. Diese Standards sind generisch, sind, ich würde sagen, für fast alle Unternehmen anwendbar, aber auf einer Metaebene.
Deshalb nennt man es auch Framework. Framework kommt eigentlich auf das Englischen aus dem Bauwesen, das Rahmenwerk. Die Fassade, was man drauf gibt und was zwischen den Etagen, wie man das befüllt, ja, das Interieur muss ja noch immer vom Unternehmen gemacht werden. Aber ich muss mal von meinem Pastorenpult runterkommen. Kommen wir wieder auf das Thema Core. Also du warst der Projektleiter, du warst der Project Office Manager. Warst du auch gleich von Anfang an dabei oder kurz nachdem ihr euch da eine Rochade gemacht habt? Ja, ich hätte gern gewusst, deine Version. Ja, die Version, die wollen wir auch wissen. Das war jetzt das Spannungsbogen. Na, wir haben dann eben nach einem Ersatz im Project Office für diesen IBMer gesucht. Ja. Und das ist sozusagen gremial entschieden worden. Mhm. Und da war unser Bereichsleiter in diesem Meeting dabei, wie wir den Franz kennengelernt haben. Und der hat mir zugeflüstert, der ist gut, den nehmen wir. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Okay. Hast du die richtigen Bingo-Worte gesagt? Alles klar. Sehr gut. Ja. Hast du was vorgesungen, oder? Nein, kann mich gar nicht so erinnern. Ich sage das, weil der Franz ist auch ein leidenschaftlicher Musiker. Das müssen wir essen. Das müssen wir auch noch zum Hans dazugeben. Ja, gut. Ja, kommen wir mal auf Core zurück, damit sich die Leute ein bisschen ein Bild darüber machen. Zielsetzung nochmal von Core? Also eben im Kern ein neues, das existierende Kontensystem zu erneuern. Mhm. Das hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht gehabt. Klassisches Thema bei vielen Banken. Genau. Und das alte System war ein selber geschnitztes? Das war auch ein selber geschnitztes. Wir machen jetzt keine Werbung. Ist das Folgedings auch selber geschnitzt gewesen oder habt ihr da eine der Off-the-Shelf-Lösungen genommen? Nein, war selber geschnitzt. Okay. Das heißt von Assembler auf was für eine Sprache dann? Wissen wir noch? Naja, wir haben mit einem Werkzeug zu entwickeln begonnen. Das hat damals Information Engineering Facility geheißen. Mhm. Hat eine Geschichte in Österreich, die also interessant ist. Also auch das Arbeitsmarktservice hat dieses System eingesetzt, um Systemteile zu entwickeln, und das Bundesheer. Mhm. Und das Arbeitsmarktservice, dort hat ein Freund von mir ein Projekt gemacht, betreffend die Ablöse dieses IEF-basierenden Systems. Und dieses Ablöseprojekt wurde dann der IBM übergeben. Mhm. Und im Bundesheer ist ja die Erneuerung der IT-Systeme gescheitert, weil dort hat ein General, dessen Name mir nicht mehr geläufig ist, den habe ich in der Zwischenzeit... Oder Huber. Ja, Schmidt oder Huber, ja. Der hat sich dann nicht drüber getraut, weil die Mitarbeiter haben dem eingeredet, dass das zu riskant ist, das System zu ersetzen. Und jetzt haben die das immer noch. Super. Und die Firma ist aber zugrunde gegangen. Also das ist auch eine Geschichte von Übernahmen gewesen und das für viel Geld verkauft worden. Das war so ein Code-Generator, und wir haben auch nicht alle Systemteile damit entwickeln können, weil ja viele zu performance-intensiv waren. Was war der Zeitraum, in dem das Projekt abgewickelt wurde? Ich glaube 2 Jahre waren es damals, oder waren es mehr? Der Zeitrahmen? Ja. Also 97 sind wir in Einsatz gegangen und meiner Erinnerung nach haben wir 94 damit begonnen, 94, 95, genau. Ja. Wir haben ja auch im Vorfeld, wir haben es ja schon mal angesprochen, über Kosten gesprochen, und dein ursprünglicher Ansatz war, du erzählst es mir in Aufwand, ja? Du hast klassisch gesagt, was waren es, 200 Personenjahre? Ja. Und ich hab, das triggert mich massiv, weil viele Unternehmen das sagen, weil in Wirklichkeit sagt 200 Personenjahre, früher Mannjahre, politisch inkorrekt, sehr wenig aus. Weil die Formel für Aufwand ist, das wissen die wenigsten, ist ja eigentlich der Zeitaufwand, die Anzahl der Personen, und das dritte Element, was immer ausgelassen ist, was kosten die im Jahr? Ja? Und ich sage immer, einer der Gründe, warum Leute immer von FTEs reden, ist, weil sie ungern über Kosten reden. Ja? Weil das wäre ja eine Transparenz, die ja eigentlich im Nachhinein dann auf den Kopf fallen kann. Ja? Und das zweite Thema, was wir angesprochen haben, ist, einer der Gründe für diese FTE-Geschichte ist, das sind ja da Kosten.
Ja, das Personal ist da, also von was reden wir? Wir zahlen ja nicht noch extra aus der Tasche, wir müssen denen sowieso das Gehalt zahlen. Also reden wir darüber. Ja? Das habe ich auch damals ein bisschen mitbekommen, auch bei euch. Was mich dazu in Folge, auch in meiner Karriere als Unternehmensberater, immer wieder dazu verleitet hat, auch in Unternehmen nachzufragen, was ihre Projekte kosten. Und ich muss zu meinem Schaudern erzählen, die meisten Unternehmen, ich sage immer suffisant, die meisten Unternehmen haben keine Ahnung, was ihre Projekte kosten. War das bei euch anders? Ja, freilich. Also wir haben wirklich... Es war anders oder es war gleich? Es war anders. Ja? Wir haben ein Projektbudget aus diesen Aufwandskosten geschnürt und haben dann mit Ende des Projektes eine Punktlandung auf dieses Budget gemacht. Das heißt, ihr von den Großprojekten, es gibt ja eine Statistik, dass nur 8% aller Großprojekte innerhalb des Budgets der Zeit und des Leistungsumfangs plus oder minus 10% und ihr kürzt zu diesen 8% dazu. Ja. Bitte notieren, Walter Kosak, Franz Sobotka sind schuld. Gut. Reden wir mal so ein bisschen über das, was Leute, also die Details, wenn die meisten Leute jetzt nicht nachvollziehen können, Requirements und diese ganzen Geschichten, also es sind Leute von den Banken und vieles von dem, was man besprechen könnte, wäre wahrscheinlich schon auch von der Technologie verjährt. Aber was nicht verjährt ist so ein bisschen die Grundstruktur, ja, die autodidaktisch aufgebaut hat. Frage, habt ihr einen Sponsor gehabt? Ja, natürlich. Wir haben im Vorstand einen Projektsponsor gehabt. Im Vorstand? Im Vorstand, ja. Der Vorstandsvorsitzende, oder? Nein, das war also der damalige CEO, würde man heute sagen. Okay. Aber an oberster Stelle? An oberster Stelle. Und der hat auch an den also an den Steering Committee Sitzungen... Steering Committee habt ihr auch gehabt? Haben wir auch gehabt, ja. Hat an den Steering Committee Sitzungen brav teilgenommen und wir waren ja massiv in der Organisation von anderen Einheiten abhängig. Und der hat eben unsere Personal-Requirements an die anderen, an den Vertrieb, also alles, was an der Front steht, immer verteidigt und eingefordert. Frage, hat er einen guten Job gemacht aus deiner Sicht? Der hat einen guten Job gemacht. Was würdest du sagen, wenn du jemanden empfehlen würdest? Also ich habe meine Checkliste, die ich Leuten immer sage, aber ich will es eigentlich von dir hören, weil ich habe es auch von dir gelernt. Wenn du so abzählen, was muss ein guter Sponsor können? Für was braucht man den als Projektleiter? Naja, der muss hinter den Forderungen des Projektleiters stehen. Der muss die vertreten. Ja. Auf Biegen oder Brechen, ob er es versteht oder nicht versteht, ist ihm egal. Wichtig, ob er es versteht oder nicht. Ja? Also ich sage dir, was meine Kurzliste ist und du kannst sagen, ob du es widersprichst. Ich sage immer, das Erste, was man am Anfang des Projektes und auch während des Projektes von einem Sponsor braucht, ist das Was. Was willst du von mir? Oder? Also jetzt nicht im Detail, sondern die Vision. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Würdest du dem beipflichten? Naja, bei uns ist es anders gelaufen. Also wir haben diese Projektvision selbst erfunden. Ihr habt es ja wirklich, aber die haben auch schon eine Problematik genannt und gesagt, das ist das Problem, wir haben ein altes System und wir brauchen ein neues. Ja. Also in dem Sinne haben sie wirklich auf einer Meta-Ebene gesagt, was die Projektvision ist. Aber klassisch nicht fast, sondern tatsächlich agil haben wir gesagt, wir überlassen es euch. Also das ist das Erste, was man braucht. Das Zweite, und das ist im Namen selber, Sponsor, hört sich ja immer ein bisschen wie Kohle an. Ich glaube, von Tobey Maguire heißt das, führ mich zum Schotter. Ja? Ja. Ich finde es immer so lustig, dass viele Projektleiter mir sagen, ich war gerade beim Sponsor und der hat mir alles gesagt, was er sich gerne wünscht. Und als ich ihm gesagt, was das kostet, hat er gesagt, wir haben kein Budget dafür. Ja? Und ich habe aber gesagt, nein, dann versteht er seinen Job nicht, weil ein Sponsor, das steht ja schon im Namen, ist dafür da, die Kohle rauszurücken. Also wenn ich als Projektleiter von einem Sponsor gefragt werde, was zu machen und der sagt, ich habe kein Budget, dann sage ich, ja, dann das Resultat aus keinem Budget ist, du kriegst nichts dafür. Also die Finanzierung eines Projektes obliegt nicht dem Projektleiter, sondern dem Sponsor. Ja, aber das ist in unserem Fall der Gesamtvorstand gewesen. Aber euer Sponsor war quasi der direkte Zugang. Also der hat ja Entree dort gehabt, da war er unter seinesgleichen. Genau. Aber wir haben ja vorher im Fortlauf zu dem Projekt, zur Projektdurchführung, habe ich ein Schätzprojekt durchgeführt.
Für dieses Projekt? Für dieses Projekt. Ja, ich kann mich erinnern. War das ein eigenes Projekt? Das war ein eigenes Projekt. Interessant, also noch für die es nicht gleich verstanden haben, was eigentlich genial ist, das Projekt war so groß und so umfangreich, dass ich gesagt habe, nein, also wir machen die Initiierung und Planung dafür. Ja. Ist sein eigenes Projekt. Ja. Ja? Erzähl ein bisschen was darüber. War das ein sinnvoller Umgang? Was hat das für Vorteile mit sich Das war ein sehr sinnvoller Umgang, weil man wollte das Projekt zu mir von Kosten, von denen ich nicht überzeugt war, viel zu wenig Geld herausgerückt. Aber du wolltest nicht gleich Opfer sein. Du hast gesagt, also wenn ich das Projekt übernehme, möchte ich auch mitbestimmen, was es kostet. Genau. Ja, übrigens auch noch etwas, was ganz wenig, bitte vom Meister lernen. Die meisten Projektleiter machen das am Anfang anders. Die sagen, naja, ich nehme halt, was ich kriege, oder? Dann geht man im ständigen Change Management unter. Ja. Also ich habe viele solche Projekte kennengelernt, die haben dann mühsam versucht, irgendeinen Umfang von dem Projekt teilweise zu liefern und dann im Lenkungsausschuss im Finalen dem verkauft, was die nächste Phase ist und was die nächste Phase ist und was sie dafür Geld benötigen. Und das haben wir uns erspart. Also Frage, in diesem einem Jahr, seid ihr da, ich benutze jetzt ein fancy Word, tranchenmäßig, schrittweise vorgegangen und habt einen Teil nach dem anderen durchgeplant und dann dementsprechend die Kostenvoreinschätzung angepasst und nochmal abstimmen lassen, oder wie habt ihr das gemacht? Nein, also diese Schätzung war eine Gesamtkostenschätzung. Das ist mit einer Art Function Point Methode geschätzt worden, wie viele Funktionen, wie viele Interfaces, wie viele, was der Kuckuck was, werden dann herauskommen, und da war ein Profi dabei, den wir als Berater genommen haben. Also manchmal sind Berater auch gut am Platz. Ja. Und der hat dann das Ergebnis eben mitvertreten, der war sogar als der Meinung. Unabhängiger. Als Unabhängiger, ja. Frage, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr das Wunschbudget so lange bearbeitet und dann an die Leistung angepasst? Oder habt ihr die Leistung festgelegt und dann nochmal neu berechnet und den neuen Kostenschätzung durchgeboxt? Na, wir sind also. War der geschätzte Preis oder Kosten, waren die höher, nachdem ihr mit dem Projekt fertig wart, oder war der gleich? Also zum Fertigstellungstermin sind wir auf diesem Budget gelandet. Wir haben das was erwartet war? Ja, was wir damals geschätzt haben. Okay. Aber in der Zwischenphase, in der Schätzung dieses Projekts, sind dann riesige Zahlen herausgekommen. Also in der Theorie hätte das viel mehr kosten müssen. Hat es wahrscheinlich auch. Darüber haben wir sind, dass eben viele Kosten gar nicht in das Projekt hineingeflossen der Graubereich. sind, weil das da Kosten waren, und zwar erhebliche Aufwände, die wir einfach nicht mitschätzen konnten. Ja. Und eben diese Unabhängigkeit und das eigene Schätzprojekt hat dann den Vorstand überzeugt, allein diese zwei Momente. Ja. Die Zahl X ist herausgekommen und es ist von einem Unabhängigen validiert worden, und dann haben sie gesagt, ja, wir geben die Kohle her. Ja. Aber das war ein höherer Betrag, als sie ursprünglich vermutet haben. Das war meine eigentliche Frage. Ja. Also hier auch nochmal klassisch, das ist nicht nur textbuchmäßig, das ist schon advanced, dass ein Projektleiter, wenn der beauftragt wird, erstens einmal das nicht selber macht, sondern mit Hilfe, Core-Team, Subject Matter Experts, möglicherweise auch mit einem externen Berater, der das schnell machen kann. Ja? Man lässt sich Zeit. Dringend den externen. Man nimmt die Beschleunigung raus, indem man sagt, hey, wir steuern auf kein Kick-Off zu, bis wir nicht wissen, woran wir sind. Das heißt, klar abstimmen, immer wieder dieses Dreieck, Scope, Time, Cost, Scope, Time, Cost, Scope, Time, Cost. Und immer wieder herzeigen und sagen, na, passt nicht, nochmal. Bis man am Ende auf eine Zahl draufkommt. Und ganz ehrlich, das ist die Erfahrung, die ich den Rest meines Lebens immer auch wieder gesehen habe. Eine gute Kollegin von mir sagt immer, wenn sie mit Vorständen redet und die kommen mit dem ersten Preis raus, sagt sie immer, und haben sie aber auch die Illusionskosten mitberechnet. Und die Leute sagen, was sind Illusionskosten? Die Illusion, dass dieser Preis
auch hält, also dass das reale Kosten sind. Ja. Ja? Also das ist wirklich Masterclass, was ihr da gemacht habt. Okay? Also Sponsor habt ihr gehabt. Was waren die anderen Punkte, die ein Sponsor noch macht? Also für das Was, für das Kosten. Ich habe ja beim ersten Podcast den Wolfgang Raschka dabei gehabt. Und die machen sehr viel auch mit dieser Kostenberechnungsgeschichte. Das heißt, das Was, wie viel es kostet. Die haben bei der Siemens für ihren Projektauftrag, den nennen sie auf Englisch, ja, Letter of Empowerment. Ich sage immer, das Dritte, was ein Sponsor machen muss, wenn man jetzt so das war ja bei denen nicht anders, gell? COO, mächtig. Ja. Walter Kosak, gleiche Höhe, oder? Soll ein Scherz gewesen sein, ja? Das heißt, irgendwo da. Ja? Ja. Das heißt, mach und machen müssen. Ja. Das heißt, eigentlich, das ist ja eigentlich der Sinn von einem Project Charter, das verstehen viele noch immer nicht, ist ja, dass diese zwei sich, obwohl der eine höher ist oder die andere höher ist, sich auf Augenhöhe begeben, diese klassische wahre Diskussion haben, ja, obwohl der viel mächtiger ist und sagt, okay, du bist zwar mächtig, aber ich muss machen. Und damit ich mache, brauche ich Macht. Gab es also du hast auch gesagt, und das nächste, was damit einherkommt, ist dieser Schutz. Wenn du der Linie ausgesetzt bist und Ressourcen beantragst und Veränderungen einleitest und Leute in der Linie sagen, hey, wer bist du, warum machst du das darfst du nicht, brauchst du jemanden, der den Rücken stärkt. Ja. Ja? Und dem war so. Ja, das war so. Definitiv. Ja. Also ich bin jetzt fast verleitet zu sagen, war der auch geschult? Nein. Nein. Die Frage, hat er es von sich aus gewusst oder hast du ihn da ein bisschen gecoacht? Das hat er von sich aus gewusst. Im Gegenteil, ich hatte dann danach einen anderen Sponsor im Steering Committee. Der ist zu mir immer gekommen und hat vor dem Steering Committee gesagt, wenn ich was Blödes sage, schauen Sie mich schief an. Oh, ich bin verliebt. Weißt du was? Ich finde das geil. Ja, also für die da draußen, die Schwierigkeiten haben mit ihren Sponsoren, ihr müsst auch Mitleid mit den Sponsoren haben. Viele Sponsoren kommen wie die Maria zum Kind, wenn sie Sponsor werden und wollen, aber wissen nicht, was sie tun. Ja? Und meine Erfahrung ist es komplett okay, sich offen mit dem Sponsor hinzusetzen und ihm zu sagen, das brauche ich von dir. Viele Sponsoren erwarten sich das von ihren Projektleitern. Ja? Die sagen, don't come to me just with your problems, komm nicht nur mit deinen Problemen, komm mit Lösungsansätzen, schau mich schief an, wenn ich was Deppertes sage. Und ich bin bereit, ich bin Mann oder Frau genug zu sagen, ich nehme mich zurück, weil ich der Sache diene. Ganz, ganz wichtig. Die 5. Sache, für die ein Sponsor, aber auch das Steering Committee zuständig ist Entscheidungsfindung. Wie war das in Core? Ist das, weil ich sage, was meine Erfahrung ist bei vielen Projekten. Viele Projekte kosten mehr und dauern länger, als sie müssen. Nicht, weil es mehr Arbeit gibt, sondern weil wir ewig auf eine Entscheidung brauchen. Dieses Management-Mikado. Ja, der Erste, der entscheidet, fliegt raus. Ja. Wie war es da in Core? Hat das Steering Committee und der Sponsor schnell reagiert? Also die meisten Ansprüche an das Umfeld des Projektes habe ich selber durchgesetzt. Und das, weil du diese Rückenstärke vom Lenkungsgremium und auch vom Sponsor gehabt hast. Und weil ich im Unternehmen die Unterstützung gehabt habe. Einfach. Ja. Wir binden mal wieder den Franz ein bisschen ein. Du warst für Project Office. Genau. Definition für die sich jetzt wütend im PMBOK nachschlagen, was ein Project Office ist. Es war in der ursprünglichen PMBOKs drin. Ich glaube, es ist noch irgendwo versteckt auf Seite 531. Project Office ist eine temporäre administrative Stelle, die den Projektleiter entlastet. Und wenn ihr wisst, was der Nummer 1 Beratungsansatz, den ich von euch gelernt habe, als ich dann später zu Kunden gekommen bin, haben die mich so nach Throwaways, nennt man das, so was man so einfache so Bauernregeln, die man verteilen kann, also Beratungsbauernregeln. Und ich habe immer gefragt, habt ihr einen Projektleiter? Super. Ist das Projekt wichtig? Super. Habt ihr einen Sponsor? Ist der ein Gott oder ein Demigott? Bei dir war er ein Gott, also im Vorstand. Ja?
Und dann stelle ich eine Frage, wo es den meisten die Sicherung rausgehauen hat. Und die Frage war, habt ihr einen Projektassistenten oder ein Project Office? Übrigens, ich weiß, ich werde jetzt etliche geschulte Agilisten damit irritieren. Scrum Masters sind die moderne Version eines Project Office. Aber ich komme nochmal auf meine Geschichte zurück. Ich habe dann immer gesagt, habt ihr ein Project Office? Und die haben mich immer angeschaut, was ist das? Und ich habe immer, weil ich das ja auch von euch gelernt habe, du warst wirklich ein sensationeller Projektleiter, ein super Sozialkompetenz, wir können auch noch ein bisschen drauf eingehen, besonnen, super Überblick, ich glaube, ich habe dich einmal wütend gesehen in der ganzen Laufbahn. Du musst jetzt nicht gerührt sein, ja? Ich meine das wirklich ehrlich. Ich habe wirklich zu dir aufgeblickt, weil viele von den Führungspersonen, die ich bis dato gekannt habe, waren so diese laute Typen, weißt du? Die charismatischen mit der großen Fresse, ähnlich wie ich es vielleicht bin, ja? Und ich habe von dir auch wirklich gelernt, dass es auch manchmal die Stärke in der Ruhe liegt. Das heißt, Walter, du warst ein sensationeller Projektmanager, aber was die meisten Leute einfach nicht verstehen, ist, dass es in einem komplexen Projekt unmöglich ist, als Projektleiter die Gesamtführungsverantwortung für sich selber zu tragen. PMI redet ja immer, wenn sie vom Leistungsumfang redet, von zwei Formen von Leistungsumfang. Den technischen Leistungsumfang, den musst du, heutzutage nennt man das Product Owner, musstest du always der Product Owner sein, wo du sagst, nein, das wollen wir nicht, diese Methode verwenden, diese nicht. Also so die technische Ausrichtung, das setzt voraus, dass du von IT was verstehst. Das bringst du mit. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man dich ausgewählt hat, weil du Oberhammel warst zum Thema. Oder du warst bereit, die Lücken auch zu füllen. Also, ich habe das gemanagt. Ja. Also. Und der zweite, nur damit ich meinen Faden nicht verliere, der zweite Aspekt war das Thema vom Scope. Also du hast technischen Scope, Product Scope und dann hast du Projektmanagement Scope. Und vielleicht, weil Außenseiter nicht verstehen, wie viel Arbeit Projektmanagement ist es so, dass sie sagen, wie schwierig ist denn das? Die geben dir eine Vision kann mit einem Satz kommuniziert werden und die sagen, es war ja leicht zu sagen, was ist daran so schwer? Ich habe unlängst ein super Zitat gehört. Für jeden Why and What Menschen braucht es einen Wie- oder How-Menschen. Was heißt das? Es gibt lauter Leute, die Visionen haben. Visionen sind wie Sand am Meer. Aber die umzusetzen ist ja die wahre Kunst vom Projektmanagement. Und wenn man jetzt den gesamten Spannbogen sieht, was man alles als Projektmanager, also wenn man das jetzt alleine hernimmt, das ist übrigens nicht einmal technischen Scope, das ist nur Projektmanagement-Scope. Auf Seite 25, wenn man sich das anschaut und ich dir vorlesen würde, hast du das gemacht, würdest du sagen, bist du deppert? Nein, ich habe doch eine Zeit dafür. Wir haben es gemacht. Und das ist jetzt die Einleitung zu dir, weil du warst quasi der Backbone vom Projektleiter, du warst quasi in zweiter Reihe, aber du hast dich schon mit dem Thema auf der oberen Ebene ausgekannt und hast dich da auch mit eingebracht, aber die Administration vom Projekt lag bei dir. Korrekt. Und was ich sagen möchte, das ist auch noch so ein bisschen ein Vorspann. Ich finde es total schade, dass das Wort Projekt Office aus der Mode gekommen ist. Es ist aus der Mode gekommen, weil die Leute es nicht verstanden haben. Weil sie gesagt haben, wir trauen uns das nicht. Nur Vorstände haben Assistenten. Ja, warum glaubt ihr, wir brauchen Vorstände Assistenten? Aus demselben Grund, weil sie auch sonst nicht von A nach B kommen. Ja? Alles, was strategisch wichtig und groß ist, braucht die Führungsperson Unterstützung in der Administration. Unbedingt. Ja? Unbedingt, ja. Und das ist nicht wenig. Und es ist nicht wenig. Und es ist, ganz ehrlich, du warst ja nicht der Einzige im PMO. Du warst zwar der Chef vom Project Office, aber es waren zu Hochzeiten, kann ich mich erinnern, bis zu sechs. Also 2, die nur die IT-Background gemacht haben, noch ein paar andere. Ich war noch dabei. Genau. Ja, wir haben dann noch eine Sekretärin gehabt und du hast ja noch einen Projektleiterassistenten gehabt, den Gerhard. Ja, der war ja auch nochmal wichtig, um dich zu vertreten. Ja. Aber was ich hier sagen möchte, und das ist wirklich ein Plädoyer, wenn ihr ein großes Projekt habt, müsst ihr einfach verstehen, dass das wichtig ist. Frage an dich, das wirst du wahrscheinlich nicht aus dem Stegreif beantworten können, aber schätzungsweise, einfach aus dem Gefühl her, prozentuell. Wenn du so aus dem Gefühl sagst, das war das Gesamtbudget vom Projekt, welcher Anteil prozentuell
war Projektmanagement. Also deine Person, Gerhard und Project Office. Naja, also bei Project Office sind wir immer von 10-15% des gesamten Aufwands ausgegangen. Ja. Und viele würden sagen, also ganz ehrlich, wenn du heutzutage Leute, die wissen es nicht. Ich habe das auch immer so geschätzt, Bauchgefühl. In manchen Projekten wird es sogar 20% sein. Dann greifen sich Vorstände in den Kopf, das ist wahnsinnig. Für jeden Euro, den ich ausgebe, gehen 20 Cent für Management drauf und dort wollen sie wegschneiden. Was sie nicht verstehen, man gibt 20 Cent aus für Project Office, damit man sich den zusätzlichen Euro, den man sonst drauflegen muss, nicht zahlen muss. Nochmal, du hast es gesagt, ihr wart innerhalb des Leistungsumfangs, Zeit und Kosten. Ja. Wie viele Großprojekte sind das? Ja? Die Frage, waren diese 15% es wert? Absolut. Aber wir wollen ein bisschen unter die Haube schauen. Ja? Wir wollen ein bisschen unter die Haube schauen, also was ist jetzt dieses Project Office, was hast du dort gemacht? Ich glaube, da müssten wir nochmal einen Podcast machen. Korrekt, aber nehmen wir mal ein paar Eckpunkte. Was sind so Sachen, wo du sagen wirst, das war dein Thema? Walter, du kannst auch gerne ergänzen. Ganz einfach, also eben rechte, linke Hand von Walter, so wie ich schon gesagt habe, das Mädchen für alles. Ja? Walter hat gesagt, wir brauchen das, eben speziell Steering Committee, mach was. Also das heißt die Verwaltung vom Steering Committee? Zum Beispiel, das Ja. war aber eben eine gute Präsentation, mit der der Walter auch raufgehen kann. Also Jetzt hier nochmal, viele würden sagen, wie schwierig ist es, ein Meeting einzuberufen? Das heißt, du musst manchmal bis zu 30 Leute, die alle einen vollen Kalender haben, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort bringen, schon vorinformiert mit lauter Konzepten, damit sie dort was sagen können, Entscheidungen treffen können. Ja? Und das über einen Zeitraum von etlichen Jahren. Das ist eine Mordsarbeit. Wenn du das hättest machen müssen, hättest du ja gleich... Ja. Und das ist schon im Chor so gewesen. Das heißt, es waren in etwa im Chor innerhalb dessen 7 kleine Teams, die müssen koordiniert. Das wurde schon festgelegt, dass einmal in der Woche kommen alle Teamleiter zusammen. Dann einmal im Monat kommt das Steering-Komitee zusammen. Das war schon von Anfang an bestimmt gegeben und auch dokumentiert. Aber verwaltet und quasi auch strategisch ausgerichtet, diese Meetings, hat das Project Office. Ja, das stimmt. Übrigens, Ja, das, was heutzutage Scrum Masters eigentlich machen sollten. Ja? Ja? Und auch die Standards, also genauso, dass ja jedes Team, jedes Einzelne die gleiche Sprache spricht. Ja, du warst, ich habe zwar es gab noch ein paar Unternehmensberatungen, die bei anderen Projekten noch, die haben immer sind mit 100 Excel-Tabellen her, aber die geilsten Excels, die ich jemals gesehen habe, waren immer von dir. Ja? Sehr pragmatisch, ja. Und wir haben einen Plotter gehabt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, da haben wir die Prozesse dargestellt. Ja, also wirklich, weil Psychologen sind ja drauf gekommen, dass 80% von was man schnell lernt, nimmt man über die Augen ein. Und du hast das regelmäßig, ich weiß nicht, wöchentlich oder monatlich, diese auf dem Plotter, das in Farbe ausgedruckt und in den Meetingbereichen, im Kaffeeraum aufgesetzt. Und da konnte man zum Teil sehen, wo was zu passieren hat. Genau, ja? oder ergänzend dann. Oder man konnte das durchstreichen, wenn es fertig war. Also wirklich praktikable, geile, das würde man heutzutage, viele agile Teams würden lieben gerne diese Excel-Tabellen sehen, weil sie waren einfach, aber effektiv. Ja, am besten war eigentlich die To-Do-List. Ja. Aber das war nicht so einfach nur eine To-Do-Liste. Ja, schon. Ja. Wir haben ja im Vorspann gesprochen. Es gibt im PMBOK Guide so ein ganzes Kapitel über Communication Management. Ja? Und da soll ja der Input sein, dass man, wenn man in die Kommunikation geht, einen Kommunikationsmanagementplan haben. Und da haut es den meisten Leuten die Sicherung raus, weil sie sich darunter nichts vorstellen außer Blabla, Philosophie. Und die meisten Leute sagen, ich habe keine Zeit für das, was soll das? Was ist ein Kommunikationsplan? Man erklärt das, man identifiziert, mit wem man redet, also wer sendet, wer empfängt, wie man kommuniziert, wann man kommuniziert, wie oft man kommuniziert. Die meisten Leute sagen, das mache ich aus dem Stegreif, da brauche ich keinen Plan dazu. Ja? Du von allen Personen, das müsste eigentlich ins PMBOK aufgenommen werden. Ich kann mich erinnern an eine Sache, die du auf dem Plotter ausgedruckt hast. Das war eine Kommunikationsmatrix. Ja? Da hast du oben die einzelnen Personen vom Team gehabt
Und dann in der Y-Achse nochmal dieselben Leute. Und das war dann der Kommunikationsmanagementplan. Ja. Und das heißt, diese Leute waren diejenigen, die sie gesendet haben. Das waren die Leute, die gewusst haben, der sendet an mich, weil wenn es überkreuzt hat, habe ich gesagt, das ist Sender, das ist Empfänger. Da ist drin gestanden, wenn es ein Dokument war, die ID-Nummer des Dokumentes, was der Input und der Output war. Genial. Also ganz ehrlich, ein praktikables Beispiel von wie man Communication Management tatsächlich in der Praxis umsetzt. Ja. Ja. Was hast du sonst noch im PO verbrochen? Wichtig war auch, dass ja jeder Freude hat an der Arbeit. Das heißt, wir haben oft eben Teamfrühstücks gemacht. Ja. Das heißt, ja, da habe ich halt Krapfen gebraucht und solche Dinge. Oder wir haben miteinander, was ja jetzt wirklich also selten ist, wir sind Go-Kart fahren gegangen, Fußball spielen auch genauso. Nur das funktioniert fast nicht mehr. Weil das hat schon dort begonnen, weil um 17 Uhr hat schon lässt jeder den Bleistift fallen und ist dann gegangen. Das war zu den Zeitungen Gott sei Dank noch nicht so. Ich glaube, ganz ehrlich, Franz, ich glaube, das würde heute noch immer funktionieren. Okay. Ich glaube, es wird noch immer funktionieren, aber ich glaube, hier nochmal das Beispiel, was du auch vorher zum Standard gesagt hast. Ein Standard ist ein Standard ist ein Standard. Du musst geistreich den Standard umsetzen. Und was ihr zum Teil gemacht habt, und das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Kostenfrage, das hat schon was gekostet. Wir hatten dafür Zeit. Für Bier, Pizza und Go-Kart fahren. Wir hatten dafür Zeit. Das Projektbudget. Das war drin. Genau. Ja? Genau. Also ihr habt das schon mit eingeplant. Was auch genial ist, die meisten denken gar nicht an. Okay, Frage, das hat ein bisschen was kostet. Wenn du aus dem Stegreif das strategisch oder finanziell rechtfertigen müssen, was war der Return of Investment aus diesen Events? Weil die waren nach der Arbeitszeit. Ein Vorteil, den wir gehabt haben, man hat immer so barometermäßig die Stimmung innerhalb des Teams bewerten können. Das kann man heutzutage noch immer. Was du gesagt hast, das kann man heutzutage nicht mehr, weil die Leute nicht kommen. Ich sagte, warum die Leute nicht kommen, weil zum Teil die Leute sich nicht einmal im Projekt zu Gesichte stehen. Was wollen sie nach der Arbeit auch noch miteinander? Weißt du? Und ich glaube, das habe ich bei euch so gelernt. Der Fakt, dass die Leute auch noch nach der Arbeit bereit waren, sich in ihrer Freizeit wohin zu bewegen, außerhalb des Unternehmens und Spaß miteinander zu haben, war ein Indiz der Motivationslevel. Viele Firmen... Motivation, weil auch in der Früh, man hat auch oft dann eine halbe Stunde in Kauf genommen, wenn wir miteinander gefrühstückt haben. Ja. Und das war Motivation nicht schlecht und gut hin. Ihr habt auch damals Gleitzeit gehabt für manche Leute, kann ich mich erinnern. Manche Programmierer durften dann, solange sie zu den Stoßzeiten da waren, durften sie früher oder später kommen. Es gab ja, die Arbeitszeit war komplett flexibel. Ja, also, genau. Ja. Die haben gearbeitet, wann sie wollen und haben teilweise die Nacht durchgearbeitet. Ja. Wichtig war, dass das zu den Zeitpunkt, was Walter vorgegeben hat, zu dem Zeitpunkt, ob er das 24 Stunden vorher gemacht hat oder eine Woche davor. Amerikanisches Prinzip. Aber ich glaube, zu diesem Thema Motivation und Teilhabe an so Social Events, da ist das Arbeitsklima in vielen Unternehmen komplett versaut worden durch diese Sparprogramme. Ja. Also dadurch, dass die Menschen nur mal als Human Resource betrachtet werden, dann haben sie auch keine Lust, zu einem sozialen Treffen zusammenzukommen. Weil es unauthentisch wirkt. Genau, und ich habe das dann in einem späteren Projekt, habe ich das mal gemacht, habe ich als Projektabschlussfeier im Kunstforum der Bank Austria, habe ich das Kunstforum gemietet. Da war dann für die Projektmitarbeiter eine Führung durch die Ausstellung dabei und im alten Saferaum unten war ein Buffet. Also du hast geachtet bei diesen, das ist wichtig zu betonen, du hast geachtet bei diesen nachbetrieblichen Veranstaltungen, dass die Leute, wenn sie hinkommen, auch das Gefühl haben, es ist was für mich dabei. Ich habe was, ich kriege ein gescheites Essen, ich habe Spaß, ich fahre mit dem Go-Kart oder ich sehe Kunst. Ja? Man hat nicht das Gefühl gehabt, die Leute werden dort quasi hin manipuliert, damit sie noch ein bisschen was über die Arbeit reden, sondern die haben das wirklich als Dankeschön empfunden. Genau. Und ich habe sie umworben, bis das tatsächlich stattgefunden hat.
Ich habe das überwacht, wer kommt und warum will wer nicht kommen. Und das ist gut besucht gewesen. Die sind alle gekommen. Zum Teil, ich kann mich noch erinnern, ein paar sind dann auch zum Teil spät und frustriert kommen. Ja? Und nach dem ersten Bier waren sie schon wieder locker. Ja. Und was ich auch jetzt sagen muss, und das ist jetzt nicht die Absicht, aber es ist ein zusätzlicher Vorteil. Wir sind Go-Kart gefahren, dann gab es Pizza und Bier. Da hat man sich nicht lumpen lassen. Ja? Und dann hat man jemanden gesehen und ist zu dem hingegangen, hat mal ein paar Späße gemacht und dann hat man auch ein bisschen über die Arbeit gesprochen. Also nicht, man hat keine Meetings jetzt gehabt, aber man hat sie austauscht. Man hat sich zum Teil wieder auch eingefangen. Man hat einen gesagt, was, ich bin auch angefressen auf dich, also wegen dem und dem und dem. So, ich weiß nichts davon, tut mir leid. Ja. Und dann ist man am nächsten Tag und eigentlich auch, und es ist ja Frage an euch, ihr kennt ja noch viele von den Leuten von Chor, oder? Ja? Ja. Erinnert man sich gerne an die Zeit zurück? Mehrheitlich ja. Also wir haben dann immer noch hinterher Treffen gemacht. Die waren immer gut besucht. Ja. Was ein Indiz davon ist, die Leute wollen auf Englisch das Bingo-Wort nennt man Transcending Purpose. Das heißt, der höhere emotionale, man will nicht nur arbeiten und bezahlt werden dafür, man will einen höheren Sinn des Ganzen. Und jetzt kann man sagen, ja, was ist der höhere Sinn von einem Chor gewesen? Der höhere Sinn war, dass sich Menschen begegnet sind und miteinander einen schönen Teil des Weges gegangen sind und sich schätzen haben lernen und was gelernt haben und was geschaffen haben. Und ich glaube, du wirst das... Das ist aber nur gegangen, weil der Walter so nicht umsichtig war. Ja. Das war der typische und super Projektleiter. Ja. Also besser kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Also, und weil du das durchgängig eben immer organisiert hast. Weil er dich entlastet hat, oder? Ja. So. Super. Genau. Und die Kosten dafür, die sind ja nie explizit aufgetaucht. Ja. Es waren ja auch in Wirklichkeit Kinkerlitzchen. Also es war schon, wenn man es zusammenrechnet, wäre das kein unbeträchtlicher. Also ich glaube, ein Controller wird wahrscheinlich den Augenbrau heben und sagen, wir reden hier von einstelligen Prozentsummen vom Projekt. Ja. Wir haben ja auch, ich kann mich erinnern, wir haben kostenlos Kaffee gehabt, wir haben Getränke mit Strichelliste. Ja. Also es hat eigentlich nichts gefehlt. Ich kann mich auch erinnern, wo du manchmal in der Früh gekommen bist und wir haben warmes Blundergebäck verteilt. Und die Leute haben uns verdutzt angeschaut. Manchmal haben wir so getan, als wären wir französische Patissier und haben mit französischem Akzent geredet. Wir haben Spaß gehabt. Ja. Das war ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Ja. Das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Ja. Wie ist Chor, als ich mit der Umsetzung fertig war, wie ging es in Richtung Abschluss? Was waren da so die Erfahrungen oder Erfahrungswerte? Naja, wir haben ein riesen Abschlussevent gemacht. Unter anderem und ansonsten ist es ja in dieser Übernahme aufgegangen. In dieser Übernahme der Die ihr eigentlich bewerkstelligt habt, oder? Die wir eigentlich bewerkstelligt haben, ja. Gab es da so ein bisschen den Wunsch vom Team, weil das war ja dann eigentlich ein eingeschworenes Team, total motiviert, total auch durch ihre Erfahrung bewährt. Gab es da so ein bisschen die Hoffnung, dass das Projekt dann übergerollt wird und dass ihr das nächste Projekt, weil es gab ja dann Folgeprojekte in derselben Größenordnung. Diese Hoffnungen gab es, aber die Tendenz, das Team zu zertrümmern und in Einzelteile zu zerlegen, das war eben, dieses Interesse war auch vom Vorstand da. Ich habe gehofft, wir werden auf ein paar heikle Themen eingehen. Sie kommen. Warum glaubst du, war das da? Weil, machen wir einen Schritt zurück. Ein sensationell laufendes Team, eingeschworen, hochkompetent, eine geölte Maschine. Also es ist so, wie wenn man ein Formel-1-Team hat, das jetzt die Serie gewonnen hat und wir sind Weltmeister. Okay? Ja. Warum? Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Es gab von mehreren Seiten aus der Linie, aber auch vom Vorstand so quasi den Wunsch, euch eure Flügel ein wenig zu stutzen.
Naja, der Vorstand ist ja als erstes nahezu komplett ausgewechselt worden. Und es gab dann einen neuen Chief Operations Officer, der hat alle Netzwerke zerstört. Warum glaubst du, war das? Na, um selber die Kontrolle zu bekommen. Weil man Angst hat. Vor der Kontrolle durch diese Netzwerke. Also du bestätigst was ich auch immer schon geglaubt habe, oder vermutet habe. Wir haben ja am Anfang gesprochen, am Anfang gibt es Macht, der kommt aus der klassischen Linienorganisation. Ja. Das wird überhändigt an einem abtrünnigen, eigenständig denkenden Kleinunternehmen im Unternehmen. Ja. Und durch eure Umsetzung werdet ihr mächtig. Ja. Ja, weil ihr euch auskennt und weil ihr eingeschworen seid. Ja. Und wenn jetzt eine neue Führung kommt, passiert das. Ich glaube, viele Leute haben Angst davor, wie viel Macht Projektmanagement oder wie viel Einfluss Projektmanagement eigentlich auf das Gesamtgeschehen haben könnte. Ja. Ja. Dem war so, glaubst du? Dem war so, definitiv. Also es sind sogar Menschen mit der Migration dieser Systemteile betraut worden, die im Projekt überhaupt nicht mitgewirkt haben. Nein. Und denen ist Macht übertragen worden, um eben... Also man hat absichtlich, obwohl es Leute gab, die aus dem Projekt nahtlos in die Linie diese Funktion hätten übernehmen sollen, als Product Owner, ja. hat man nicht genommen, nur damit man das Gefühl hat, bessere Kontrolle darüber zu haben. Genau, um diese Netzwerke... Ein absoluter Verlust an Energie eigentlich. Ja. Ja. Und an Know-how und also... Wahnsinn. Es war die Katastrophe schlechthin, diese Machtansprüche, die eben in einer Übernahme, berechtigterweise muss man sagen, die gibt es auch, aber man könnte wahrscheinlich auch klüger damit umgehen. Ja. Das heißt, das war eigentlich eine negative Erfahrung. Frage, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Ich weiß, dass es innerhalb der Kreditanstalt Bank Austria manchmal sehr große Kontingente von Unternehmensberatern gab. Ich glaube, wir haben alle Couleuren erlebt. Ja. Habt ihr welche im Chor gehabt? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil, nur um ein Beispiel, es gab ja ein Folgeprojekt, wo ich ja auch ein bisschen hineinschnuppern durfte, das war Heureka. Man kann mich jetzt schlagen, vielleicht hat sich die Anzahl im Kopf vervielfältigt, das ist so die Funktion des Alters. Aber wenn ich mich nicht irre, waren in Heureka irgendwo zwischen 50 und 100 externe Berater, die haben eine ganze Etage für sich gehabt, obwohl das Gebäude, wo wir waren, am Julius-Standard-Platz, riesengroß war, waren die sogar am Vis-à-vis, haben sie einen ganzen Stockwerk gehabt. Mhm. Ja? Also, wenn man jetzt von Kosten redet, die habt ihr euch zum Teil erspart. Wie habt ihr es geschafft? Weil das waren ja vergleichbare Projekte von der Komplexität. Wie habt ihr es geschafft? Weil dort war sogar der Projektleiter ein externer, ein Berater. Ja? Was eigentlich für dich ein Kompliment war, dass man bei dir einen internen. Was war bei eurem Projekt anders, wo ihr gesagt habt, wo die Kreditanstalt Bank Austria gesagt hat, na, das machen wir intern? Was war die Qualität? Wie habt ihr euch von externen da wehren können? Es stand überhaupt nicht zur Diskussion. Also das hat viel mit der Geschichte der Softwareentwicklung in der Kreditanstalt zu tun. Ja. Wie ich dort hingekommen bin in das Unternehmen, war das sozusagen ein lebendiger Projektorganismus. Mhm. Und jede Führungskraft, die es dort gegeben hat, hat irgendein Projekt gemacht und die haben sie untereinander abgestimmt aufs Engste, was sie wie machen. Ja. Und das ist sozusagen weitergeführt worden. Ja. Das heißt, es kam einfach aus der Geschichte raus, man hat euch viel Freiraum gelassen, so klassische agile Teams, und man hat einfach das Gefühl gehabt, man kann euch vertrauen. Was hat sich geändert vom Core in Richtung Heureka? Und durch die Übernahme hat sich hauptsächlich das geändert, dass die neuen Führungskräfte, die aus der Bank Austria gekommen sind, mit der Systemlandschaft nicht vertraut waren. Vertraut oder Vertrauen gehabt haben? Ja, Beides. Aber faktisch waren sie nicht damit vertraut
und sie sind damit ihrer alten Machtposition beraubt gewesen. Ja. Und niemand kannte halt Datenmigration, Unternehmensmigration aus der Praxis. Und das war Also es war einfach auch eine Wissenslücke innerhalb der Bank, deshalb hat man auch Externe genommen. Und quasi, es gibt also dieses klassische Zitat, was man früher bei IBM gehabt hat, das war "You'll never get fired for hiring IBM". Das ist ein uralter Satz, das wird jetzt mit SAP. So hat sich wahrscheinlich auch die Geschäftsführung, also der Vorstand abgesichert, hey, da geht es um viel Geld, unser Image kann daran, wir können es nicht leisten, dass das schief geht. Bisher waren die Großprojekte, konnten wir selber abdecken und jetzt brauchen wir was zusätzlich und wir brauchen da eine unabhängige externe Ergänzung. Also das war der große... Genau, sowas, ja. Aber nichtsdestotrotz beeindruckend, dass du dich erwehren konntest. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich kann mich aber erinnern, ich glaube, ich war die 2. Woche bei dir. Ja? Und es kam dieser Projektleiter von Heureka, ja, zu dir zu Besuch. Und ich weiß nicht warum, ich glaube, du wolltest, dass ich einfach Protokoll führe und ich saß in der Mitte, ich war, glaube ich, 2 Wochen dort. Ja? Und ich kann mich erinnern an das Gespräch, das du mit ihm geführt hast. Willst du meine Version, die mir hängen geblieben ist, hören? Er hat so, Entschuldigung, ich sage ein bisschen klassisch, Big Five Consulting Firma, so ein bisschen, ich bin's, ja, der Consultant, dir ein paar Fragen gestellt und ein paar Sachen und du hast auf deine sehr besonnene, aber stille Art gesagt, na, dem ist nicht so. Und er war das nicht gewohnt. Der war das nicht gewohnt und war etwas irritiert. Und irgendwas an seinem Ansatz hat nicht gepasst. Das habe ich sogar damals mitbekommen. Und er hat dann aber sich immer wieder wiederholt und du hast gesagt, du hast dann quasi de facto darauf geantwortet, nein, Sie hören mir nicht zu. Das geht nicht so, weil das anders ist. Und er wollte das nicht hören, er hat das als Widerstand wahrgenommen. Und ich kann mich erinnern, das war wirklich in der 2. Woche, wo ich bei dir war, habe ich die Hand gehoben und habe dich gefragt, stört's dich, da waren wir noch nicht per Du, stört's dich, wenn ich übersetze? Und du sagst, ja, wenn du es schaffst. Und ich habe mich dann zu dem Unternehmensberater hingedreht, ja, und habe gesagt, was der Herr Kosak sagt, ist das. Er ist schon länger da, er kennt sich mehr im Unternehmen außer Sie. Er ist nicht im Widerstand zu Ihnen, er unterstützt Sie gern, aber er wird Ihnen nicht das erzählen, was Sie hören wollen, sondern das, was Sie hören müssen. So auf die Art habe ich das, ja, grob. Und dann habe ich mich zu dir hingedreht und gesagt, das ist, was er von dir braucht. Und dann gesagt, okay, das war so das Gespräch. Ich weiß nicht, du wirst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, ja. Das war einer der markanten Meetings, an dem ich mich erinnern kann. Ja? Das heißt, wir sind zum Abschluss. Was war bei dir nach dem Projekt? Bist du dann bei der Kreditanstalt Bank Austria geblieben? Oder? Nein, es ist dann eben diese Fremdfirma hat mich dann ins Innenministerium. Da bin Interessant. 2003 bin ich dann bis 2000 bis 2003 war ich dann im Innenministerium im zentralen Melderegister. Ja. Und war dort auch Controlling und so weiter. Hast du eigentlich wieder dasselbe weitergemacht oder warst du dort Projektleitung? Na, da war ich eben also für Schulung zuständig, eben als Projektleiter, Schulung und habe auch eben so eine Prozessdarstellung gemacht, wer wo was tun. Aber du hast vieles von dem gemacht, was du auch bei der Kreditanstalt gemacht hast, gell? Genau. Ja. Du warst ja, erst so bescheiden, der Franz ist für mich, wenn ich jemanden aussuchen würde, mit dem ich ein Buch zum Thema Project Office schreiben würde, wärst du die Person. Ja? Er ist wenig akademisch in seinen Erklärungen, aber wirklich erfahren. Ja? Das müssen wir ein bisschen unterstreichen hier. Das heißt, du warst, wie lange warst du dann dort? Bis 2003 und dann kam die politische Umfärbung. Das heißt, ich war da zu diesem Zeitpunkt selbstständig auch. Ja. Und da wurden die Verträge nicht mehr verlängert. Auch in der Bank war da nichts zu holen. Und dann habe ich gesagt, back to the root. Ja. Das heißt, back to the roots, zurück zum Ursprung zurück. Korrekt. Ja. Also back to the root und ein Schuhgeschäft, habe wieder mit Schuhe reparieren und Schuhe machen, habe auch Handmacherschuhe, also verkauft, Kunde Walter. Walter, hast du auch Handmacher? Ich habe 4 Paar von dir, mit Gürtel. Mit Gürtel. Ja. Genau. Was war bei dir nach Chor?
Da war ja auch noch ein spannendes Hin und Her. Naja, da will ich, entschuldigen, Ja. Und dann ist eben, bin ich eben zweigleisig. Es ist dann 2006 hat mich der Walter wieder in die Bank geholt. Das weiß ich gar nicht. Doch, also und zwar eben das Projekt Brain war das. Das war eben ein BI Governance Ja. und solche Dinge Ja. und hat mich eben als Controller und geholt, wo wir auch UniCredit berichten haben müssen. Und Hast so du da weiter. viele von Core auch mit reingebracht in die Geschichte oder war Franz einer der wenigen? Ja, war wieder anders ein Ja. bisschen. Weil Also da waren es ging um den Aufbau eines Enterprise Data Warehouse. Ja. Genau. Und das war erstens sehr teuer und zweitens sehr beratergetrieben, weil wir in dem Bereich der dispositiven Systeme eigentlich überhaupt kein Know-how gehabt haben. Ja. Da gab es einen anderen Kollegen in der Kreditanstalt und dann in der Bank Austria, der hier eben verantwortlich war und dann vorwiegend Eigenentwicklungen gemacht hat. Ich habe dann dem damals zuständigen Vorstand dem diese Idee des Enterprise Data Warehouse verkauft, was natürlich enorm aufwendig war, weil das die ganze Gruppe umspannt hätte. Also das wäre um die dispositiven Systeme in Österreich und in Zentral- und Osteuropa gegangen. Und dann kamen die Italiener und what a nice project you have. Da haben sie recht eingeschleimt und also in kürzester Zeit haben sie sich das Selber. nach Mailand unter den Nagel gerissen. Ja. Und sind jetzt dabei, glorios zu scheitern an Ja, dem Thema. das ist recht so. Verdienen sie so. Ja, schade. Super. Wir haben ja auch noch andere Berührungspunkte. Während Core war einer meiner Wünsche, zum Teil auch meineWissenslücken zu füllen zum Thema Projektmanagement. Ihr habt ja mir das Thema Projektmanagement schmackhaft gemacht, du von einer Führungsrichtung und vom ganzheitlichen Verständnis, was ein Projekt ausmacht, und du von einem wirklich hochwertigen administrativen Ansatz, den ich nicht unterschätzen und nicht unterwerten möchte. Ein Projekt scheitert oder reüssiert dadurch, dass man eine gute Struktur hat. In der Diskussion um Standards haben wir uns auch damals so ein bisschen mit dem Thema ausgesetzt, was gibt es denn überhaupt in Österreich? Gibt es was zum Thema Standards? Damals sehr stark in Österreich vertreten und heute noch immer die PMA, Project Management Austria, durch den Roland Gareis. Das war damals noch in Hand von Roland Gareis. Sehr präsent, aber eher so ein bisschen ein exklusiver Club war mein Devise. Ja. Und ich als junger Projektassistent habe gesagt, da passen wir weniger hin. Und wir haben uns damals erkundigt, wir haben ein bisschen gesearched, nicht gegoogelt, aber gesearched. Und wir sind auf PMI gekommen, Project Management Institute. Gell? Und ich muss euch im Nachhinein sagen, ich fand das total toll, dass ihr mich da komplett unterstützt habt. Ich habe so ein bisschen mit meinem amerikanischen Background so da mal die 99 war das, haben wir so ein bisschen den Vorspann, haben wir gesagt, okay, wie wäre das, wenn man nicht so eine... Wir waren ja auch daran interessiert, auch über Kreditanstalt, also in der Kreditanstalt Bank Austria mal so ein bisschen eine Project Management Community zu schaffen, wo wir Erfahrungswerte haben können und vielleicht auch nochmal darüber hinaus. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir hatten damals, wir werden dann Fotos einblenden, ich kann euch auch die zeigen, ich habe noch Fotos von der ersten Veranstaltung. Ja. Okay. Da haben wir die Präsidentin von München mit eingeladen. Und ich kann mich erinnern, die hat mich am Anfang, das war am Julius-Daimler-Platz, gleich links, wenn man reinkommt in den Veranstaltungsraum. Kannst du gar nicht mehr erinnern, gell? Ja. Ich zeige euch dann Fotos. Okay. Und die hat mich gefragt, wie viele Leute erwartet ihr? Wir hatten noch nicht einmal Mitglieder, wir waren noch nicht einmal ein gechartertes Chapter. Wie viele Teilnehmer erwartet ihr? Ich habe gesagt, 90, 110. Sagt sie, na, nie. Ja, 120 Leute waren am ersten Mal dabei. Das war größer als das ganze deutsche Chapter. Also die haben schon mehr Mitglieder gehabt, aber die haben selten solche Veranstaltungen gehabt. Und ich kann mich erinnern, ihr wart ja auch im Vorstand vom PMI Chapter drin, eure Ratschläge sind immer
mit großem Wohlwollen empfangen worden. Du warst auch sehr stark involviert in der Organisation. Finance und Controlling. Finance und Controlling, ja. Dich habe ich so immer so ein bisschen als total aktive, graue Eminenz gebraucht, um ein bisschen aus dem Sounding-Board im Strategischen auszurichten, wie machen wir. Könntest du dich noch erinnern, ich habe auch Fotos von uns von der ersten Großveranstaltung, die wir im Interconti gemacht haben. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Die war unglaublich. Ja. Und kannst du dich noch an das Thema erinnern? Nein, kann ich mich nicht. Tool Time haben wir es genannt. Es war eine Veranstaltung, wo wir gesagt haben, wir haben immer so kleine Veranstaltungen, sondern wir haben sie beim Keller im Lokal meines Vaters gemacht, da haben wir so Forum-Events gehabt, da waren auch so immer zwischen 50 und 80 Leute dort. Networking. Es war immer voll. Ja, war voll. Und wir haben dann einfach aus der Community unterschiedliche, du hast Vorträge, ich habe ein Bild von dir, wo du vorträgst, ja. Du hast auch ein paar Mal vorgetragen und wir haben dann aus unterschiedlichen Unternehmen, das war echt super, das war sehr gemütlich, so ein bisschen Heurigen-mäßig. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir was Großes. Und wir haben im Interconti, wir haben gesagt, wenn schon, machen wir es im Interconti, war relativ teuer. Wir haben dann damals gesagt, okay, wir nehmen die Softwarefirmen heran und die zahlen dafür. Ja, genau. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Leute es waren? 500. Erste Großveranstaltung, ja. Und dann sind wir ja überall herumgefahren zu Microsoft und anderen Firmen und haben dort Sponsoring akquiriert, also eingeworben. Ja. Und dann gab es noch die Folgeveranstaltungen, die zwar auch toll waren und noch größer und noch imposanter, aber ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück, diese Ursprungsstimmung. Ja. Das war toll. Ja. Das war wirklich. Ja, und die hingekommen sind, waren auch sehr begeistert von den Veranstaltungen. Ja. Warum glaubst du, war das so? Also meine Vermutung ist, die haben keinen anderen Platz gefunden, um sich über Projektmanagement auszutauschen. Ja. Die waren alle mehr oder minder im Projektmanagement tätig. Ja. Neu oder erfahren. Ja. Und die waren froh, dann wohin zu kommen, wo sie... Unter Gleichgesinnte? Unter Gleichgesinnte. Und waren zum Teil verblüfft, dass alle dieselben Probleme haben? Ja. Und dann haben wir darüber geredet, ob es nicht vielleicht auch gemeinsame Lösungen gibt. Ja? So. Ja. Kommt euch das bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Ja? Ich weiß nicht, ob die alle in der richtigen Reihenfolge sind. Warte mal, wo ist denn das? Das müsste weitergehen da. Das war... Kannst du dich erinnern, da haben wir auch noch drüber... Du hast ja vorhin noch gesagt, das ist eine wahre Arbeit. Wir haben in Wirklichkeit unsere Projektmanagement-Fähigkeit dort mit eingebracht. Und kannst du dich erinnern, wir haben noch diese Idee mit diesen 3 Flaggendings, Dachkonzept für PMI. Genau. Das ist... Kennt ihr da ein paar Gesichter? Das ist auch bei euch. Siehst du dort? Gehen wir es in die Mitte. Ja. Na schau. Erkennst du dich noch? Ja. No, kannst du mir das Bild ich schicke Silber, aber nicht so silber wie jetzt. Richtig, ja. Der Franz in großen Ehren. Ja. Und wenn ihr da in die Runde schaut, ein paar waren von Kreditanstalt und Bank aus, es waren auch Externe dabei. Gell? Ja, es waren viele von... Viele, das ist der Kraft-Harald, glaube ich. Ja. Na, die waren aus ganz Wien. Genau. Ja. Und das ist, wo sie quasi uns den Charter also die Bestätigung, dass wir jetzt ein tatsächliches PMI-Chapter sind. Ja. Das war bei der Tooltime. Kannst du dich noch erinnern? Na. Der Walter. Ja. Das sind im Keller. Da reden die 2 Gescheitwascheln. Das ist auch nochmal die Großveranstaltung. Ja. Also wir haben... Der Interconti war ja in, glaube ich, 3 Sälen aufgeteilt und groß, ja, und wir haben 2 von den Sälen komplett übernommen. Das waren an die 500 Leute. Und du hast auch vorhin erwähnt, wir haben ja damals, war das Modell, wie kann man Community-Bildung machen? Und die Aussage war nur, wenn es was kostet, ja, und exklusiv und es muss immer der Leiter vom Projektmanagement und wir haben eine komplett andere Devise gehabt. Wir haben gesagt, nein, wir wollen alle dort haben. Vom Projektassistenten bis zum Professor, bis zum Vorstand sollen alle Zugang haben. Und sag, was hat das für den Teilnehmer damals gekostet?
Weiß ich nicht. Kostenlos was. Das war kostenlos. Ja. Und tatsächlich gekostet hat es uns, ich glaube, heutzutage, weil es waren 20.000 oder 30.000 Euro, die uns gekostet. Ja. Könnt ihr euch noch erinnern? Es ist auf euren Mist gewachsen. Wir haben das, du hast es ja vorhin erwähnt, wir haben das abgedeckt, die Kosten. Wir sind zu den... Mit Sponsoring. Wir waren einer der Kreativen. Wir sind zu den Firmen hingegangen und gesagt, hey, wir bringen 400 Leute zusammen. Ja. Wollt's die in irgendeiner Form ansprechen auch. Ja. Und die haben das großzügig gesagt, na, das finden wir gut. Ja. Ja. Weil die waren ja nicht nur daran interessiert, ihre Software zu verkaufen, die haben auch gewusst, wenn die Community wächst, dann wächst auch der Bedarf. Ja. Das war das. Dann haben wir noch eine Diskussion gehabt, an der sind wir dann irgendwie gescheitert, an der Klärung dieser Frage. Und Was war das? Da habe ich die Meinung vertreten, wir müssten über die Ausbildungsschiene Geld verdienen. Ja, das ist das leidige Thema. Der Gares, der eigentlich damit Geld verdient hat. PEMA, die haben ein ganz anderes Budget gehabt als wir. Aber unsere Veranstaltungen waren immer größer. Ja. So muss ich leider Gottes gestehen. Ja. Der ist von der Austrian Airlines. Ja. Der Herbert Eckel, ja. Gell? Ja. So hübsch warst du damals. Ja, das ist auch so eine Kellerveranstaltung, das war auch pumpvoll. Ja. Von der OMV. Ja. Da Gremiumsgespräch mit Walter Kosak in Führung. Die anderen. Weißt du, was das war? Das war die Veranstaltung, wo wir über PMOs gesprochen haben. Nicht über PMOs, was haben wir? Ja, PMOs zum Teil haben wir besprochen. Und du hast als Großprojektleiter mitgesprochen. Der war der ist der Leiter von der OMV-Dings gewesen, der war Prozessmanager. Ja, ich glaube, ist das nicht der von der SAP da hinten? Wir haben da unterschiedliche Leute dazu besprochen. Den Ramesh Misra. Ja. Großer Walter. Ja. Da auch schon ohne Schnurrbart. Ja, den kennst du auch von hinten, oder? Ja, Der war auch bei euch im Chor drin, ja? Das bitte schick mir das. Ihr kriegt alle diese Fotos. Ja. Ihr kriegt das alles. Ihr kriegt es nicht nur das. Was mich ganz besonders freut an diesem Podcast, also ich benutze ja jede Ausrede gerne, euch zu sehen, Nummer 1. Nummer 2, nochmal zu quasi zusammenfassen vom Anfang her. Es war mir wirklich ein Anliegen und eine Ehre, euch einzuladen, weil ein Vorteil von diesem Podcast, der ist, also ewig wird er nicht sein, aber er ist gefilmt. Also wir haben etwas, worauf wir zurückschauen können. Und es war schön für mich und hoffentlich auch für euch, dass man ein bisschen in die Vergangenheit. Ich bedanke mich für die Erinnerung. Ich nehme an, ein paar Leute, die sich diesen Podcast anschauen, werden sagen, ja, aber da fehlt ja noch was, hätte man noch Fragen stellen können und was weiß ich was. Diese Fragen könnt ihr euch gerne auch unter dem Podcast in den Chat hineingeben und ihr seid ja nicht komplett weg vom Fenster. Ich wünsche euch jetzt in der Pension, ihr seid ja jetzt mittlerweile in der Pension, nicht unbedingt, dass man euch tangiert und vielleicht noch mal in die Beratung holt, aber ich glaube, ich noch den Gewerbeschein von IT offen habe. Er ist noch zu haben. Ich bin noch zu haben. Er ist noch Single, also wenigstens beruflich Single. Ja. Walter, könnte man dich noch mal in ein Projekt holen? Nein, sicher auch nicht. Auch nicht mit viel Pinke? Nein. Mit einem geilen Konzept? Nein. Wenn ich ein Projekt für dich hätte? Ich glaube nicht. Ich habe es versuchen müssen. Bin nicht reaktivierbar. Gut. Ich beschäftige mich momentan mit Kapitalmarktanlagen. Ja, das ist hoffentlich nicht mit den virtuellen. Nein, da habe ich auch was investiert, aber habe ich schon abgeschrieben. Passt. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Ich danke. Danke auch. Ganz super, danke. Danke, Marc. Danke. Danke. Super. Danke. Ich sage danke fürs Zuhören.